Heute bauen wir den ersten mobilen French Cleat Wandhalter für meine Clicklamp Bessie Schraubzwingen. Warum, erkläre ich euch kurz. Und zwar ist es so, ich habe ja 8 Stück davon. Bekanntlich, wenn man alle 8 Stück benutzt, was bei mir oft vorkommt, liegen die dann alle auf dem Tisch. Und dann habe ich das eine fertig geleimt, dann muss das nächste geleimt werden, dann liegen die Zwingen immer auf dem Tisch rum. Und jetzt baue ich einen Halter, den man abstellen kann auf den Tisch. Und kann, wenn sie fertig sind, schnell da reinhängen. Und wenn man sie braucht, nimmt man sie wieder raus. Wenn man sie gar nicht mehr braucht, hängt man sie mit einem Mal hoch an die French Cleat Wand. Die ich zwar nicht habe, aber dafür mache ich 2 Halter. Jetzt zuhören. Wir haben das erste, was wir brauchen, die Grundplatte, wo die Zwingen drin sind. Heißt, von der Seite bis zum Anfang Schlitz haben wir 2,7, genauso wie von hier zum Ende Schlitz 2,7. Jeder Schlitz ist 6 mm breit und von sich selbst 3,2 cm versetzt. Also alle 3,2 cm fängt der Schlitz an, 6 mm. Und 3,2 cm später von hier fängt wieder der Schlitz an. Wir machen es 3 cm tief, ich habe erst 2, aber jetzt machen wir es 3, damit das Gewicht von hier weiter nach hinten geht, sonst kippt uns nämlich der Halter um. Breite haben wir gesamt 27 cm und Tiefe 13,5. Das sägen wir uns jetzt aus, aber bevor wir hier jetzt da oben das wegsägen und das hier wegsägen, holen wir erstmal mit dem Schiebeschlitten die Schlitze raus. Und wie man sieht, wir haben jetzt hier perfekt gebaut. Und da kommen wir jetzt zum Halter. Der Halter ist natürlich, hier oben sitzen die Zwingen auf, unten ein bisschen größer. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall, ich will hier noch ein bisschen was von den Zwingen sehen. Deswegen haben wir eine Tiefe auch von 13,5. Tun aber hier 45 Grad runter, rüber und wieder rüber und lassen hier 6 cm stehen. Das holen wir jetzt raus. Wieder Stichsäge, oszillierender Bandschleifer, nächstes Stück grob aussägen und bündig fräsen wahrscheinlich. Hier lassen wir oben und unten auch 5 cm stehen. Ich glaube, das lassen wir so. Nichts mehr schleifen. Das heißt, wir spannen das nächste Teil ein. Besser gesagt, erst zeichnen wir an. Geht ruckzuck. Wir legen das hier sauber drauf. Nehmen den Bleistift. Und machen einmal so. Und jetzt muss der Strich weg. Dann haben wir die gleiche Größe. Jetzt wird es relativ einfach. Wir stellen den uns einfach mal hin, setzen das hier rein und fragen uns auf einmal, warum das hier größer ist. Ja klar, wegen Kippen, sicher. Okay. Oder habe ich schon... Nee, ich muss ja noch schneiden. Leute, ich weiß nicht warum, aber dieser neue Notaus an meiner Bosch GTS10, den gibt es nicht zu kaufen, den müsst ihr selber bauen oder das Video hier angucken. Gibt dir, da du sofort die Säge nach dem Sägen, wenn du fertig bist, ausmachen kannst, irgendwie so ein Sicherheitsgefühl. Ich weiß nicht warum, ist aber so. Also sehr empfehlenswert. Kann ich sagen, bin ich richtig stolz auf dem Gerät. So,
Jetzt bauen wir das hier zusammen. Jetzt habe ich überlegt, weil die hängen ja jetzt unten durch und wollte jetzt eigentlich ein Brett machen, wo die dann dagegen anlegen, aber ich werde jetzt dieses Teil hier oben gleich nochmal bauen. Jetzt gehen wir hier 17,5 einfach rein, machen da einen Strich und hier einen Strich. Das ist die Unterkante, wo wir das jetzt dran setzen werden. Und schon können wir es im Wasser reinschrauben, normalerweise. Jetzt könnte man meinen, wir sind schon fertig, stimmt aber nicht. Das Problem, was wir jetzt haben, ist nämlich, der hängt nicht mit dem Rücken an der Wand, sondern um Platz zu sparen, hängt er so an der Wand. Und wenn er so an der Wand hängt, haben wir hier ja Zwingen. Und dieses Gewicht zieht hier nach unten. Was brauchen wir dann also? Zum Stabilisieren hier hinten ein Brett drin. Das schneiden wir jetzt zu, tun es hier verschrauben, oben verschrauben und dann ist das Ding stabil genug gegen Abknicken. Hoffe jetzt mal. Noch eine 45 Grad French Gliedleiste. Die halbieren wir jetzt. Die eine schraube ich natürlich mit dem Keil nach unten und so stehend hier oben dran. Hier unten eine Gegenleiste, weil ich ja unterhalb keine French Gliedleisten habe. Jetzt nehmen wir einmal eine Zwinge rein. Ups. Setzen den dann ungefähr hin. Wir müssen auch noch ein bisschen Luft nach oben berechnen, muss man ja auch rausheben. Ich habe jetzt vorher beim Sägen vergessen die Kamera einzuschalten, deswegen habe ich den 45 Grad Schnitt zweimal gemacht und dieser dünne Streifen, den nehme ich jetzt, weil ich bemerkt habe, dass die Zwingen, da ja der Fuß tiefer ist als hier hinten, rutschen die immer leicht raus. Und da nehme ich jetzt diese 3 mm Leiste mit der Schräge so und leime die da dran. Weil das mag ich nicht, wenn die dann jetzt dauernd ständig hier rausrutschen. Sieht dumm aus. So, Delle. Und damit das Ding auch noch nach was aussieht, nehmen wir so ein rotes Ding. Wenn man auf den Knopf drückt, kommt Farbe raus. Und dann streichen wir das. Sicher doch. Wir lackieren jetzt. Fertig ist der Halter. Wer will, kann unten noch eine Stahlplatte dran machen, dass er stabiler ist, aber dann kann er ihn auch selber hochheben an die French Gliedwand. Auf jeden Fall kann ich jetzt nämlich auf dem Tisch meine ganzen Zwingen aufräumen und auf einmal an die Wand hängen. Heißt, ich muss nicht zwei oder drei Zwingen nehmen, dann einhängen, sondern ich mache das alles auf dem Tisch, kurz und schnell und hänge dann alles auf einmal dran. Spare ich mir ein bisschen Zeit, aber für den Bau von dem Ding habe ich auch Zeit verbraucht. Also völlig für den Arsch, nur für die Optik.
Dass ich so einen Halter natürlich für die Korpuszwingen da hinten oder für meine Rohrzwingen nicht baue, dürfte euch klar sein, weil die sind etwas schwerer. Ich werde es auch nur für die machen, weil davon habe ich 8, von den anderen jeweils immer 4. Da werden dann auf der anderen Seite, die 60er werden wir quer bauen, die Halter. Und ja, da kommt jetzt kein Video. 2 Winkel an die Wand und so. Wobei quer ja, wahrscheinlich, aber für die anderen Halter, die ich jetzt noch baue, werde ich keine Videos machen, weil die sind genauso aufgebaut wie das da, bloß kleiner. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es so einen Halter überhaupt gibt, ob das schon jemand gemacht hat, einen Zwingenhalter, den man dann auf den Tisch hinstellen kann, seine Zwingen da hat und wenn man fertig ist, aufräumen. Falls nicht, habe ich euch vielleicht wieder auf eine Idee gebracht. Und ja, hier noch 2 Videos. Wir sehen uns im nächsten Video und eigentlich sind da die 2 Videos und hier der Abonnier-Button. Da könnt ihr draufklicken und die Glocke anmachen, ganz wichtig, dann werdet ihr über alle neuen Videos informiert, die rauskommen. Also, schönes Wochenende noch, es kommen noch 2 Videos und am Dienstag geht's weiter mit der Werkstattschau, die nächste. Bis dann und ciao.